Perfekt. Dann werden wir auch langsam starten. Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite an diesem Nachmittag mit einem kurzen Webinar, kurzen Wissensbreak sozusagen am Arbeitsalltag. Wir werden circa eine halbe Stunde uns dem Thema heute widmen. Und genauer gesagt geht es heute darum, Microsoft Copilot alleine reicht nicht. Generell auch andere KI-Tools alleine reichen oft nicht. Richtiger Mehrwert entsteht oft erst durch die Integration in die Produktivitätssysteme, in die eigenen Unternehmensplattformen etc. Und das werden wir uns heute ein bisschen anschauen, warum ist das so und wie man das auch teilweise sehr, sehr leicht möglich machen kann. Von dem her nochmal einen kurzen Blick in die Agenda. Ich möchte zuerst einmal einen kurzen Blick darauf werfen, was heißt eigentlich aktuell oder wie läuft aktuell KI im Unternehmen, also 2026. Was ist so ein bisschen der aktuelle Stand? Was hören wir sehr viel von diversen Gesprächen mit unseren Kunden, aber auch anderen Personen aus dem Unternehmensumfeld, aus diversen Branchen. Und gleichzeitig dann im zweiten Schritt, was ist denn jetzt schon adaptiert sehr oft und was fehlt aber auch? Oder was sehen wir sehr häufig, dass oft kleine Dinge sind oder vergleichsweise kleine Dinge, die was fehlen, um wirklich schon ein bisschen mehr Mehrwert in die KI-Adaption reinzubringen und vor allem auch in die Automatisierung reinzubringen. Das heißt, dass Teams dann wirklich auch davon profitieren. Und ich möchte aber das Ganze nicht zu theoretisch heute halten, sondern direkt auch in eine Demo springen. Das heißt, wir werden uns dann wirklich anschauen, einen kleinen Microsoft Copilot-Agenten zusammenbauen. Das was ja wirklich ganz, ganz cool schon funktioniert und bei vielen Unternehmen im Einsatz ist. Und dann aber genau eine Integration dazu bauen. Wir werden uns heute anschauen, eine kleine Vertriebsdatenbank beziehungsweise auch in Salesforce einen kleinen Connector bauen. Und dann ein bisschen vergleichen, um ein Gefühl zu bekommen, was das dann auch wirklich bedeuten kann fürs Unternehmen oder fürs Team, um wirklich auch automatisiert Mehrwert raus zu generieren und das eben schneller und effizienter. Und zu guter Letzt sind wir natürlich auch offen für Fragen und QA. Wie gesagt, wir sind heute auf zwei Plattformen unterwegs, aber der Michi ist im Hintergrund und managt das alles für mich. Das heißt, wenn wo Fragen kommen, einfach Google Meet Fragen stellen. Wir werden das dann in die Kommentare nochmal entnehmen. Oder auch auf Facebook, beziehungsweise auf Facebook sind wir ein bisschen verzögert. Das heißt, es kann sein, dass wir die dann einfach im Nachhinein bearbeiten und kommentieren und dann darauf antworten. Von dem her, glaube ich, starten wir los. Und ich möchte gerne starten mit einer kleinen Statistik. Das ist von McKinsey. Der State of AI Report ist aus dem Herbst 2025, das ist nicht mehr ganz aktuell, aber trotzdem jetzt ein gutes halbes Jahr alt. Und was man da sieht oder was der sehr gut ergeben hat, ist, dass bereits 88% der Unternehmen KI nutzen. Ja. Die Branchen, sehr verschieden in den Branchen eigentlich, vor allem in der IT und Software ist es sehr, sehr groß und sehr weit verbreitet inzwischen, was vorher auch an so Tools wie Cloud Code oder auch anderen OpenAI Tools liegt, die was wirklich sehr, sehr gut Coding können, also Code generieren. In anderen Branchen schaut es dafür ein bisschen weniger aus, aber vor allem auch im Wissensmanagement sind Consulting und Operation schon sehr, sehr weit verbreitet und vor allem auch in der Content-Generierung beim Marketing/Media-Unternehmen. Was aber interessant ist an dieser Nummer ist, 88% der Unternehmen nutzen laut eigenen Angaben schon KI oder haben sie zumindest schon mal verwendet. Aber wenn man sich ansieht, wie weit ist die Adoption, sieht man dann ganz einen anderen Wert, nämlich dass inzwischen erst 38% über einen ersten Piloten hinweggekommen sind. Also man sieht es auch auf der rechten Seite. Das heißt, es wird oft einmal mit ersten KI-Tools losgelegt, ähm, in einer kleinen Abteilung und versucht dann von dort weiterzuarbeiten, was ja durchaus auch Sinn macht, aber oft bleibt es ein bisschen in dieser Pilotphase stecken. Ja? Und auch da ist, glauben wir zumindest, einer der Gründe diese Integration, dass ich eben nicht nur ein KI-Tool praktisch parallel zu meinen normalen Prozessen führen kann, sondern ich muss einfach wirklich schauen, dass ich das gut ins Unternehmen reinkriege. Auch von dem her zeigt schon ganz gut, das Thema ist da, alle befassen sich damit, würde ich sagen, und man sieht einfach trotzdem, dass es wirklich zur breiten Ausrollung doch noch einiges fehlt. Ganz interessant auch noch ein zweites Thema. Wie wird es eigentlich verwendet? Und da sieht man ganz klar, aktuell ganz weit vorne ist die Texterkennung und Verarbeitung. Das heißt einfach Content-Generierung, Textgenerierung, so wie es wir eigentlich im privaten Bereich auch oft machen. ChatGPT, E-Mail schreiben etc. Aber auch in der Sprachgenerierung immer mehr. Da gibt es ja auch ein paar Beispiele von Unternehmen in Österreich, die was da sehr erfolgreich sind mit diversen Telefon-Agents. Also das verbreitet sich auch immer mehr, dass der KI zum Beispiel abhebt am Telefon, wenn man gerade nicht kann. Datenanalyse, jetzt haben wir schon ein bisschen weniger und vor allem, was mich dann ein bisschen wundert, auch ist die Prozessautomatisierung beziehungsweise zur Entscheidungshilfe das Ganze zu benutzen, ist noch relativ wenig. Also man sieht da 24%, doch ein Viertel, nur ein Viertel, würde ich mal sagen. Und ich glaube, dass da einfach eigentlich der große Mehrwert drin liegt, dass man wirklich gewisse Prozesse automatisiert, das heißt, dass dann wirklich das Team mit der KI-Prozessautomatisierung gemeinsam dann wirklich schneller und effizienter arbeiten kann. Und gerade da sieht man, ist es eigentlich nur weniger im Einsatz, was auch vor allem daran wieder liegt, es ist relativ einfach, einmal ein KI-Tool einzuführen ins Unternehmen, aber wesentlich schwieriger natürlich, das wirklich in die Prozesse zu integrieren. Das heißt, das haben wir ja schon ein bisschen gesagt, die ersten Schritte führen meistens einmal über irgendein KI-Tool
das aber hauptsächlich zur Content-Generierung verwendet wird. Und das hören wir sehr, sehr viel von unseren Gesprächen mit diversen Branchen, sehr über allen Branchen hinweg eigentlich, dass meistens irgendeins von diesen Frameworks, Plattformen schon einmal im Einsatz ist, sehr oft dieses Microsoft Copilot. Das ist auch das, was wir uns heute noch mal ein bisschen detaillierter anschauen werden. Aber genau das Gleiche kann man eigentlich anwenden auf diverse Company-GPTs, interne, teilweise selbst gebaut, teilweise von diversen anderen Plattformen gibt es ja einige. Oder auch ein Cloud Cowork. Ja. Das Prinzip, was wir uns jetzt heute ein bisschen rüberbringen möchten, ist eigentlich über dasselbe. Wir machen es aber heute ein Beispiel von Microsoft Copilot. Genau. Das heißt, das führt uns jetzt eigentlich einmal zur ersten Frage. Okay, jetzt haben wir gehört, Microsoft Copilot ist oft eins dieser Tools, was schon sehr, sehr schnell ein Klang findet in den Unternehmen, in den Fachabteilungen. Aber wie verwenden Sie dieses jetzt eigentlich? Und da sehen wir sehr, sehr schnell, dass man oft genau an dieser Oberfläche bleibt. Und damit wir jetzt schon ein bisschen den Bogen dann nachher gleich zu unserer Demo spannen, möchte ich kurz einmal unser Microsoft Teams herzeigen. Ich habe jetzt einen kleinen Agenten gebaut, der was aber jetzt keinen Zugriff hat. Das heißt, das ist im Grunde ein klassischer Copilot, so wie er vielleicht viele Unternehmen im Einsatz haben. Ja, den habe ich installiert hier. Den habe ich auch getrimmt, dass er mir Prozesse hilft. Das heißt, ich habe ein bisschen erklärt, wie unsere Prozesse funktionieren, in diesem Fall im Verkaufsprozess. Ja. Und jetzt kann ich natürlich da so klassische Sachen fragen. Bitte unterstütze mich bei unserem Jahres- oder Monatsreport für den Monat Mai. Ja, wenn ich jetzt praktisch eine Vertriebsabteilung habe, kann ich das schreiben und habe da vielleicht an meiner Key-Agenten, wie man es jetzt ein bisschen kennt, so wie es meistens im Einsatz ist, der was mich da jetzt ein bisschen unterstützt. Aber wir werden halt gleich sehen, dass das halt sehr limitiert ist einmal ohne Integration. Das heißt, es funktioniert halt normalerweise dann nur so, dass der jetzt dann vermutlich dann kommt und mir da diverse Prozesse vorschlägt, ja, und sagt, okay, ich kann vielleicht das und das und das machen, aber so richtig Datenzugriff hat er natürlich nicht, ja, wenn er überhaupt antwortet, wo man jetzt nicht genau weiß, warum er nicht schreibt. Aber wie auch immer, das ist ohnehin noch das Beispiel, wo wir jetzt auch keine Integrationen, okay, jetzt hat nur ein bisschen gedauert und jetzt können wir mal schauen, was der so schreibt und das kennen wahrscheinlich die meisten, so wie eigentlich so ein klassisches Copilot ist. Das heißt, das ist einmal ganz cool, der hilft ja auch wirklich, der sagt mir jetzt einmal, er möchte irgendwie ein Executive Summary für mich machen, dann hat Core KPIs, KPIs mit einem Closed One Umsatz. Das ist alles ganz nett, aber hat halt eigentlich mit unserem Unternehmen relativ wenig zu tun. Das heißt, das ist halt sehr generisches Wissen oft, hilft natürlich viel, aber da fehlt einfach was. Ja. Und vor allem, wenn ich jetzt sagen würde, bitte hol gleich auch die Zahlen aus unserem Sales Management Vertriebssystem raus und verarbeite die sofort. Dann kann er nur sagen, ja, kann ich leider nicht, bitte kannst du mir vielleicht ein Excel geben und das reinschieben. Und das zeigt eigentlich sehr gut, finde ich, wie oft so die ersten Schritte in diese Richtung sind. Das heißt, es macht ja durchaus Sinn, dass man mit dem startet, aber es ist halt sehr schnell dort, dass es eigentlich um dieses Integrationsthema geht, weil nur das wirklich dann den richtigen Mehrwert daraus hebelt. Ja. Und das sieht man eben dann auch. Ja, ohne Integration bleibt eben ein Tool. Es bleibt praktisch auch ein Tool ohne Unternehmenswissen, was wir gerade gesehen haben. Man hat kein Prozesswissen. Und natürlich kann man jetzt hergehen und das manuell irgendwie bearbeiten und immer wieder updaten. Aber es werden trotzdem einfach nie die perfekten Insights rauskommen. Ja, genauso wie Analysen, Reports. Also ich glaube, dass man da eigentlich schon viel weiter denken könnte, wie man jetzt am ersten Schritt das oft macht oder wie das auch passiert, wo es trotzdem mehr auf dieser Content-Ebene ähm, passiert. Das heißt, wir haben wirklich dort, dass er Texte schreibt, generiert und weniger dann reingeht und sagt, okay, wir möchten echte Reports draus holen. Genau. Und das bringt uns jetzt eigentlich zum Punkt, wo wir mal ein bisschen weiterdenken und dann sagen, okay, eigentlich sollte man ein bisschen denken, so wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Ich habe meinen Agenten in Microsoft Teams, da kann mein Team drauf zugreifen. Und eigentlich möchte ich ja, dass wie wenn da praktisch ein weiterer Mitarbeiter sitzt, der was einfach das Team unterstützt, dem echte Fragen stellen können. Wie vielleicht, ich bin gerade in irgendeinem Meeting und dann gib mir mal kurz die KPIs, die aktuellen vom letzten Monat Mai. Oder haben wir irgendwelche Deals? Wir sind jetzt sehr stark in einem Beispiel übrigens von Verkaufsabteilungen und man kann das natürlich auf sehr viele andere legen. Sind irgendwelche Deals in Gefahr? Ist irgendwas, was schon länger rumliegt, was irgendwie keiner mehr im Blick hat? Vielleicht kann sich der sogar mal proaktiv dann melden, ja, beim Team. Also es ist sehr, sehr viel möglich. Aber auch dann wirklich tiefergehende Analysen, dass man eben sagt, hey, wir möchten eigentlich nur wissen, wo verlieren wir den aktuellen Revenue? Haben wir vielleicht Kunden, wo wir sehen anhand, dass wir die Deals analysieren, die Verkäufe analysieren, das zusammenfassen und dann irgendwie erkennen, vielleicht sogar aus verschiedenen Systemen, wo ist dann da irgendwie noch mehr möglich, wo wäre ein Upselling möglich etc. jetzt im Vertriebsbereich. Und das sind oft Dinge, wo die manuelle Analyse oft sehr, sehr lange dauert und sehr, sehr umfangreich ist, auch sehr komplex ist. Und gerade da kommen Bereiche, das wäre dann wirklich was, wo man sagt, okay, man hat plötzlich wirklich einen echten Mehrwert in diese Prozessoptimierungen rein. Und genau dort sind wir beim Thema, das was wir heute ein bisschen rübergehen möchten.
Und darum ist jetzt auch schon der Zeitpunkt, gar nicht zu lange in der Theorie verbringen, dass wir jetzt wirklich eine kleine Demo bauen. Das heißt, was wir jetzt ein bisschen herzeigen möchten, das ist jetzt dann auch so gleich dazu, eine Live-Demo. Das heißt, fingers crossed, dass alles gut laufen wird. Kann natürlich immer das eine oder andere Problemchen auftauchen. Aber was wir zeigen möchten, ist, wie schnell man eigentlich mit einem Microsoft Copilot Agent oder eben auch, wie vorher erwähnt, mit anderen Tools ähm, genau dorthin kommt, dass zumindest einmal erste Fragen oder Insights und vielleicht auch schon Reports generiert werden. Und in dem Fall heute schauen wir uns an, wir nehmen an, wir haben ein Salesforce bei uns im Vertrieb im Einsatz und haben gleichzeitig auch ein zweites System dort, wo dann wirklich die echten Verkäufe, die Verträge und die Umsatzzahlen landen. Das heißt, das sind zwei getrennte Systeme, wie es oft in Unternehmen im Einsatz ist. Wir haben Salesforce auf der Ebene wirklich vom Vertrieb, das heißt, die sind draußen unterwegs, kommen neue Kunden rein, die machen Upselling und in der zweiten Ebene hat man dann das System, das ist oft dann irgendein Custom-System, auch vielleicht auch was selbstentwickeltes. Heute in unserem Beispiel werden wir uns direkt dort auf die Datenbank verbinden im Hintergrund. Das heißt auch sehr closed oder sehr verschlossene Systeme. Oft am ersten Blick können wir dort das sehr leicht anbinden und das dann wirklich ermöglichen, dass dann wirklich der Agent über beide Systeme drüber läuft und das vielleicht dann auch kombiniert und ich als Mitarbeiter, als Team, als User einfach Fragen stellen kann und der wird es dann wirklich rausholt. Genau. So, dann würde ich sagen, wir starten damit direkt rein. Und dazu würde ich jetzt als erstes einmal mit Microsoft Copilot Studio starten. Einen Moment, ich brauche den richtigen Screen. So. Kurz ein paar Wörter dazu, vielleicht wer es noch nicht so kennt oder vielleicht auch eher mit der Copilot-Oberfläche arbeitet. Es ist das Microsoft Copilot Studio. Das ist im Grunde was Microsoft gerade sehr stark weiterentwickelt. Einerseits, um da drinnen völlig automatisierte Agenten zu bauen, aber auch um so Agenten zu bauen, die was eben auf Anfrage reagieren. Das heißt, was wir im Grunde da machen können, ist, wir werden uns jetzt einen Agent gemeinsam zusammenbauen, der was uns praktisch dann die Anbindung für Salesforce und unsere Vertriebsdatenbank erledigt. Dem können wir Aufgabe geben und diesen Agenten kann man im weiteren Anschluss dann in die Microsoft-Welt natürlich sehr stark verbreiten, eben zum Beispiel, wie wir es zuerst gesehen haben, in Microsoft Teams. Also den Agenten, mit dem ich vorher geschrieben habe, der ist sogar hier, das ist der KI-Agent ohne Zugriff, toller Name. Im Grunde wollen wir einfach damit aussagen, dass der keinen externen Zugriff hat, aber den kann ich dann weiter in Microsoft Teams integrieren. Aber natürlich genauso gut mit der Copilot-Oberfläche arbeiten oder auch, was jetzt sehr stark schon gepusht wird in Richtung autonome Agenten. Das heißt, die was vielleicht sogar zu einer gewissen Zeit gewisse Dinge erledigen. Genau. Ich glaube, genug geredet. Ich würde sagen, wir starten direkt los. Ich würde jetzt einfach einmal einen neuen Agenten schmochen gemeinsam. Das heißt, wir entwickeln jetzt, wir müssen uns kurz einloggen. Perfekt, dann sind wir schon da. Dann nennen wir jetzt, das ist jetzt unser Vertriebshelfer. Nennen wir den einmal. Und vielleicht ein bisschen als Hinweis, wir sind jetzt ein bisschen so in der Ebene zwischen völliger Technik und vielleicht den Fachabteilungen, aber durchaus dieses Agenten macht schon auch Sinn, unserer Meinung nach, dass man das eher sehr stark auch in den Fachabteilungen organisiert, weil, wie wir jetzt dann sehen werden, es ist zwar ein sehr technisches Thema, aber sehr viel schon sehr abstrakt und abstrahiert ist sozusagen. Das heißt, es geht eigentlich mehr schon wirklich ums Prozesswissen. Dadurch unserer Meinung sehr, sehr wichtig, dass das jetzt nicht in einer IT einfach zusammengebaut wird, sondern so sehr stark mit gemeinsam mit der Fachabteilung. Genau. Das heißt, wie das Ganze jetzt im Grunde funktioniert ist, wir haben jetzt einfach mal einen Namen. Hello, ein Vertriebshelper, how can I help? Der redet auch noch Englisch mit uns. Und als erstes würde ich jetzt einmal eine Instruction geben. Da werden wir jetzt auch einfach einmal sagen, du bist, machen wir per Du, du bist Max und, und ja, machen wir Vertriebsteam bei der Auswertung von Reports. Ja. Genau, also wie gesagt, da wäre natürlich viel mehr Zeit nochmal rein, dass man dem wirklich eine ordentliche Aufgabe gibt, damit der ordentlich arbeiten kann und wirklich dann gute Resultate liefert. Aber für die Demo, glaube ich, ist das jetzt nicht ganz so relevant. Das heißt, ich sage ihm jetzt einfach nur, also der Max ist, er würde jetzt vermutlich dann auch schon, wenn wir mal einen neuen Chat starten, hm, starten die Session, vermutlich schon auf Deutsch antworten, nehme ich mal an. Ah, macht er noch nicht.
Ist jetzt aber auch nicht so wichtig, ist eher dann das Microsoft Teams. Hey, wie viele hatten wir im Mai? Habe ich verschrieben auch noch. Aber was man da jetzt erkennen wird, der hat jetzt natürlich auch noch keinen Zugriff. Das heißt, er wird jetzt sehr ähnlich antworten wie das vorher, dass er die genauen Zahlen für Bestellungen für Mai anhand der Datenquellen noch nicht finden kann. Das ist auch ganz logisch, weil wir ihm noch keinen Zugriff gegeben haben. Und genau das werden wir jetzt machen. Das heißt, wir gehen jetzt zurück und man sieht dann da, es gibt die sogenannten Tools. Und da wird es jetzt spannend. Tools sind einfach zusätzliche Integrationen, die man hinzufügen kann. Da gibt es natürlich jetzt einmal von Microsoft oder auch von natürlich diversen anderen Tools schon sehr viel vorgefertigte, wie vielleicht ein Excel Connector, ein SharePoint Connector, der auch sehr, sehr viel und sehr schnell im Einsatz ist, was wir immer hören von den Unternehmen, auch teilweise ganz gut funktioniert. Aber natürlich ist es schneller mal limitiert, wenn es jetzt geht, wirklich auf Customized Systeme zu gehen. Und für das werden wir heute mit unserem MCP-Builder jetzt zwei Konnektoren bauen. Das eine ist ein kleiner Salesforce-Konnektor und das zweite ist dann unsere Vertriebsdatenbank, die was ich auch schon ein bisschen vorbereitet habe, dass wir auch in der Zeit bleiben und nicht zu lange bleiben. Das ist heute auch der erste Moment, freut mich besonders, dass wir unser neues Release herzeigen können. Das heißt, wir haben in MCP Bilder jetzt auch neues 2.0 sozusagen released und jetzt kann man wirklich einfach beschreiben, was für ein Connector man bauen möchte und man kriegt direkt den fertig gehosteten Integrationslayer. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal hergehen und was wir als erstes machen würden, ich möchte einfach mal exemplarisch herzeigen, ist ein kleiner Salesforce Connector. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal mein MS Copilot mit Salesforce verbinden. Kannst du die Kontakte? So, einfach mal ein einfaches Beispiel. Man kann natürlich viel mehr rausholen. Und an dieser Stelle vielleicht noch ein interessanter Punkt. Vielleicht denken sich jetzt nämlich manche, okay, Salesforce, da habe ich doch schon gehört, da gibt es doch schon diverse Konnektoren. Das ist völlig richtig. Was wir oft sehen, ist, dass es manchmal trotzdem Sinn macht, vielleicht wirklich auf die eigenen Prozessebene runterzugehen und sagen, okay, ich möchte jetzt eigentlich nicht diesen Salesforce Connector benutzen, der was einfach alles kann und teilweise halt viel zu viel, sondern dass man sagt, okay, mir hat eine sehr limitierte, sehr eigene ähm, Prozesse und die möchte man darstellen, braucht vielleicht gar nicht den großen. Und ein zweites Thema, das ist jetzt natürlich dann ein bisschen Eigenwerbung auch, aber MCP Builder hat auch einen sehr starken Fokus auf dieses Überwachungsthema. Das heißt, alles, was wir da drinnen bauen an Konnektor und dann reinhängen, sieht man nachher auch in so einem Überwachungsdashboard. Das heißt, man kann dann wirklich beobachten, okay, Microsoft Copilot, irgendein Mitarbeiter hat da gewisse Daten abgefragt, die kann man dann vom Salesforce raus und das wird alles mitgetrackt. Das heißt, man hat da wirklich auch einen sehr starken Observability-Stack. So viel, nur weil wir öfters das Thema hören, die gibt es auch schon in MCPs, aber oft macht es auch Sinn, den zu benutzen, manchmal aber eben auch einen eigenen zu bauen. Ja. Und genauso ist natürlich, oder umso mehr wichtig ist natürlich bei Systemen, wo das gar nicht passiert. So, was der jetzt auch schon gemacht hat, ist, dass er hier uns ein Tool erstellt hat für Salesforce mit SQL. Das ist diese Salesforce-Sprache, was der im Grunde baut. Man könnte jetzt auch noch fragen, welche weiteren Tools würden denn noch Sinn machen. Ja, dann sollte er uns jetzt normalerweise auch helfen und einmal sagen, okay, da sagt er schon Kontakte abrufen, wäre noch cool, Leads verwalten, vielleicht Accounts verwalten. Das heißt, der baut jetzt mit mir eigentlich gemeinsam diesen Connector auf. Ja. Ich kann jetzt auch noch hergehen, sorry, das wollte ich nicht. Das ist schon der Advanced-Modus. Und natürlich dann auch nur sagen, okay, vielleicht ist das dann der Get Contacts Call, der was mir jetzt die Get Contacts holt und so weiter und so fort. Und zusätzlich muss man natürlich da sagen, das ist jetzt ein bisschen Feintuning, das heißt, da würde man jetzt einmal sagen, würde runtergehen, würde mal drüber schauen, was brauchen wir denn alles und so weiter und so fort und kriegt dann aber direkt schon meinen Connector raus, den was wir jetzt dann noch herüben reingehen. Damit wir jetzt nicht so viel Zeit verlieren, wir haben auch diesen Connector schon vorbereitet. Kann man nur kurz reinschauen, was man da dann sieht. Da sieht man auch wieder, dort mein Kollege schon die Tools, Calls gemacht, im Grunde auch sehr ähnlich mit Get Contacts und Get Contacts bei ID hat er uns erstellt. Wir haben da eine URL, die was schon läuft und direkt integriert ist. Ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal hergehen und diese URL, das ist die richtige, genau, jetzt einmal in unser Tool reingehen. So, wir sind bei unserem Betriebshelfer, das heißt, wir adden unser Tool, sagen beziehungsweise ich habe den vorher sogar schon vorbereitet, weil natürlich, man muss auch noch Authentication so hinzufügen. Ich will jetzt da nicht zu technisch werden. Dann haben wir den Salesforce Agent.
Das ist jetzt die Liste an allen Tools von Microsoft, die was man hier sieht, aber genauso gut ist eben da unser Model Context Protokoll herin, Server herinnen, den was wir praktisch im MCP-Server gerade gehostet haben. Das heißt, wir holen uns da die URL normalerweise und können dann ganz, ganz einfach den hinzufügen. Ich habe den dort schon erstellt, habe den reingegeben. Das ist unser Salesforce API Chat Connector und den füge ich jetzt einfach mal hinzu. Und dann schauen wir, dass sich der jetzt verbindet. Genau, man sieht da jetzt ein bisschen die Übersicht. Das ist jetzt praktisch der integrierte Connector. Man hat jetzt hier unsere Tools, die was der aufrufen kann. Das heißt, wenn wir jetzt einmal einen neuen Chat machen, können wir jetzt eigentlich schon sagen, ruf bitte die Kontakte von Salesforce ab. So. Da wird mich jetzt daran erinnern, dass man zuerst noch die Connection herstellen muss. Das muss man immer beim ersten Mal noch machen. Das ist praktisch das Thema, dass sich jeder User sozusagen authentifiziert. Das habe ich jetzt schon alles vorbereitet zuvor. Da werden wir jetzt einfach connecten. Dann ist der connected, dann können wir retour gehen und retry. Und dann werden wir schon sehen, er sieht jetzt auch schon, er hat diese Tools und connectet sich jetzt praktisch mit diesem Ding. Jetzt müssen wir es ihm noch mal sagen. Das war jetzt dieses Signal. So. Und dann sieht man auch, er macht jetzt die Get Contacts, hat das jetzt aufgerufen. Man sieht jetzt auch, wir sind jetzt übrigens in der technischen Demo-Ansicht. Das heißt, der rechte Chat wäre dann so, wenn man ihn nachher released, in Microsoft Teams für mein Team verfügbar. Ja, wir sind jetzt in der Testansicht. Und man sieht jetzt recht schön, er hat diesen Tool-Call gemacht zu unserem MCP-Server und da bekommen wir jetzt auch ein paar von unseren Demo-Daten retour. Soweit, so gut jetzt zum Salesforce. Ein bisschen spannender vielleicht noch, was wir vorbereitet haben, ist unsere Vertriebsdatenbank. Da gehen wir wieder zurück auf unseren MCP-Server. Die Datenbank ist oft ein größeres System, das habe ich jetzt schon vorbereitet. Das ist unser CRM Integration MCP. Da gehen wir rein, ich kann kurz mal ein bisschen herzeigen, was das macht. Es ist jetzt ein größeres Vertriebssystem, wo wir sagen, okay, die hat keine Schnittstelle, wie es leider oft so ist, in diversen, oft auch ein bisschen älteren Systemen, die was irgendwo im Einsatz sind. Und darum gehen wir direkt auf die Datenbank von dem System. Das heißt, wir haben da auch diverse Gateways, die was wirklich dann zur Verfügung stehen, dass alles on-premise beim Unternehmen läuft und wir trotzdem das möglich machen, auf das System zuzugreifen. Man sieht jetzt hier auch wieder Links, das haben wir einfach erstellt mit unserem Smart Assistant. Das heißt, wir haben einfach gesagt, was wir alles brauchen, wie die Datenbank aussieht und was wir gerne hätten. Und dann haben wir hier 3 Tools erstellt, zum Beispiel, um dass wir Orders abrufen zwischen gewissen Daten. Die Sales-Nummern, also die aktuellen Verkaufszahlen oder halt auch die Top-Selling Products. Das heißt auch hier wieder sehr ähnlich. Wir haben dann hier rechts oben unseren Server, der was jetzt schon läuft, gehostet. Das heißt, wir haben da in wenigen Minuten eigentlich jetzt unser Legacy-System angebunden oder unser Custom-System. Können auch wieder die URL nehmen, die schnappen wir uns und die fügen wir jetzt da auch noch hinzu. Ja, dann können wir vielleicht ein bisschen spannendere Auswertungen auch machen. Das heißt, wir werden hier wieder auf Editor Tool gehen. Ich kann jetzt an dieser Stelle, ich habe auch den wieder vorbereitet, wie gesagt, die Authentication ist oft, da muss ein bisschen die diversen Clients erstellen, aber normalerweise würde ich jetzt auf MCP-Protokoll gehen und einfach hier dann meine MCP-Server-URL reingeben und dann mein OAuth auswählen, mich verbinden und dann habe ich das integriert. Das habe ich aber auch wieder bereits vorbereitet. Datenbank habe ich sie genannt, wenn ich mich nicht täusche. Genau, da ist sie schon, unser Betriebsdatenbank-Connector. Das heißt, der geht jetzt auch wieder auf unseren MCP-Server dann im Hintergrund gehostet. Das heißt, ich werde den jetzt auch wieder hinzufügen. Und was in dieser Vertriebsdatenbank bei uns drin ist, sind jede Menge, es sind jetzt auch Demo-Daten für die heutige Präsentation. Aber im Grunde sind da drinnen jede Menge die ganzen Orders, die Bestellungen, die Werte dazu und welche von den Verkaufsmitarbeitern da praktisch verantwortlich sind und die auch abgeschlossen haben. Und man sieht jetzt auch wieder ähnlich, wir haben unser Tool hinzugefügt. Wir sehen wieder unsere Tools, Funktionen, die jetzt im Chat sozusagen zur Verfügung stehen und können jetzt wieder auf der linken Seite, das testen wir jetzt gleich wieder, ich werde jetzt einfach mal meinen Chat nochmal starten. Das heißt, was wir jetzt fragen, bitte gib mir schnell eine Auswertung zu den Verkaufszahlen pro Mitarbeiter für den Monat Mai. Jetzt werden wir uns wieder connecten müssen, weil wir ja gerade das erste Mal verbunden haben. Das ist immer was man immer am ersten Mal machen muss, wie wir vorher schon gesehen haben. Das heißt, auch den connecten wir. Das wird auch dann der Mitarbeiter machen, weil der mit seinem User einsteigt. Retry.
Genau, das heißt, wir sehen jetzt wieder, dass er hier die verschiedenen Tools hat und wir sehen auch, er hat direkt gefunden, er hat die Get Sales Numbers aufgerufen. Das heißt, er hat da ein Tool gefunden, das was anscheinend pro Sales Rep, also pro Verantwortlichen, im Hintergrund schon diese aktuellen Daten wirklich in Echtzeit aus der Datenbank holt. Das heißt, wir haben da jetzt nicht irgendwie was antrainiert, sondern es sind wirklich Echtzeitdaten aus dem System raus. Man sieht auch recht schön, das ist das, was der MCP-Tool technisch Retour gibt, aber schlussendlich das, was dann eigentlich das Team sieht, wenn es das Ganze in Microsoft Teams oder woanders halt auch integriert. Ja, das heißt, man sieht dann eigentlich, wie schnell und wie hilfreich man dann wirklich schnelle Auswertungen rausfahren kann. Ich habe ihm jetzt gegeben, er hat gesagt, okay, Thomas Bauer war offiziell anscheinend bei uns der fleißigste ähm, in diesem Monat und genauso gut kann ich jetzt natürlich weiterdenken. Was machen wir? Rufe bitte mal alle Bestellungen vom Monat Mai ab und erstelle daraus eine Excel. Schauen wir, ob er das auch schafft. Und auch jetzt sollte er eigentlich wieder erkennen, okay, er macht er schon, er hat da Orders und er kann die abrufen zwischen einem gewissen Datum. Man sieht auch, er hat da schon wieder jede Menge Retour bekommen. Das sind jetzt wirklich größere Datenmengen. Das heißt, jetzt sind wir eigentlich beim Punkt, wo wir diese Integration haben und sagen, wir geben jetzt unserem Agenten eigentlich den Zugriff, dass er die Daten abrufen kann und daraus jetzt eigentlich wirklich smart und intelligent fertige Auswertungen rausfährt. Und er hat uns jetzt auch scheinbar auch Excel gemacht. Ich nehme an, dass das Excel zu sehr einfach ist. Das heißt, er wird uns jetzt vermutlich, schauen wir, ob wir es runterladen können. Ich weiß nämlich nicht, ob das im Testmodus funktioniert, dass man Files runterlädt. Das schaut nämlich nicht so aus. Sonst können wir vielleicht dann noch fragen. Genau, ich glaube nämlich, dass man dafür erst das Release machen muss, dass man wirklich dann diese Dinge sieht. Aber er schafft es auch so, dass er uns einen kurzen Auszug daraus gibt. Das heißt, man sieht jetzt, er hat unser Excel erstellt aus diesen Echtzeitdaten mit einem Sales Rep, mit einem Status, den er offenbar gefunden hat, abgerufen hat, wo sehr viel schon completed ist für Mai, ist eh klar. Und so weiter und so fort. Das heißt, er sagt, er hat über 100 Records in diesem Excel-File, wenn wir das dann runterladen könnten. Das heißt, jetzt ist man eigentlich am Punkt und ich glaube, da kann jetzt sehr, sehr viel Kreativität aufkommen, beziehungsweise wir sind natürlich auch oft nicht in den Prozessen so tief involviert, dass gerade das eigene Team da viel mehr Potenzial drin sieht, dass er sagt, hey, ich kann da jetzt wirklich sehr, sehr schnell, wie fast wenn ich einen zweiten Helfer hier habe, irgendwie mir im Team da sehr einfach diverse Reports rausholen. Weil schlussendlich hat der Agent jetzt die Möglichkeit, dass er Rohdaten abruft und die dann weiterverarbeitet für uns. Und das zeigt jetzt eigentlich sehr gut, wie wir eigentlich wie wir gestartet haben am Anfang, aus einem einfachen Agenten, der was uns wirklich nur hilft, Prozesse irgendwie selbst aufzubauen, aber nicht wirklich hilfreich ist, mit ein paar sehr einfachen Integrationen. Und wie man sieht, es geht sehr schnell, ist schon klar, wir haben uns ein bisschen vorbereitet mit Authentifizierung und so weiter, dass wir ein bisschen schneller sind. Aber selbst wenn man es jetzt wirklich live durchmacht, hat man eigentlich in ein, zwei Stunden da wirklich einen sehr, sehr schönen Connector, den man dann vielleicht auch schon live stellen kann. Ja. Und dann wirklich mit dieser kleinen Integration eigentlich jetzt einen echten Mehrwert fürs Team holt. Das heißt, es ist eigentlich fast schon bloß schade, wenn man schon solche Tools im Einsatz hat, dass man nicht auch ihnen diese Power gibt, um wirklich dann ordentlich echten Mehrwert daraus zu generieren. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Chat, unseren Agenten, den würden wir jetzt verfeinern und sind jetzt eigentlich fertig soweit. Was wir jetzt noch machen könnten, ist publishen, wobei ich das hier jetzt in der Demo-Environment gerade nicht kann, weil die Lizenz dazu nicht passt. Aber wenn man das mag, dann kriegt der Administrator von Microsoft Tenant dann nochmal die Freigabe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Agenten freigeben würde, dann sieht es so aus, ich komme retour zu unseren Teams, wo ich ganz am Anfang war, dass man dann wirklich unter Apps von ihrer Organisation entwickelt, hier dann praktisch diese Agenten sieht. Das heißt, wenn wir jetzt dann diese Berechtigungsthema noch lösen würden und das Ganze publishen, wie gesagt, wir sind in einer Demo-Umgebung unterwegs, darum geht das gerade nicht, dann sieht man dann das genauso wie hier im ohne Zugriff an KI-Agenten. Der Echtzeitzugriff, by the way, ist was ich vorher auch noch probiert habe, ist aber ein anderes Thema. Genau. Das heißt, ich würde die dann, jedes von meinen Teammitglied sozusagen sieht es dann darin, kann den dann auswählen, kann den öffnen und kann dann da mitchatten und hat dann eigentlich, wie man so ein weiteres Team hat, weitere Mitarbeiter und kann dann direkt das fragen, was wir gerade in unserem Agenten zusammengebaut haben, inklusive dieser Echtzeitanbindung. Ganz genau. Ziemlich cool, finde ich. Und wie schon vorher erwähnt, eben sehr stark bei uns zumindest. Es gibt ja nicht nur unser Tool, was das macht, es gibt natürlich auch diverse andere Möglichkeiten. Auch Microsoft bietet viele von diesen Konnektoren. Soll jetzt nicht Event sein zur Eigenwerbung, aber generell sieht man einfach, egal mit welchem Tool man das dann macht, dass man da wirklich echten Mehrwert generiert.
Und was eben sehr wichtig ist, unserer Meinung nach, ist dann diese Nachvollziehbarkeit, weil oft sind es halt sehr sensible Daten. Das heißt, man gibt das Tool dem Team und möchte aber gleichzeitig als Unternehmen natürlich diese Kontrolle darüber haben. Das heißt, man hat dann einen Überwachungsstack, so nennen wir das bei uns, wo man dann wirklich sehr stark sieht, je nachdem, was eingestellt ist, vom Unternehmen konfiguriert, vielleicht sogar alle Daten getrackt werden oder eben zumindest die Calls. Man sieht, wie viel wurde aufgerufen, wie oft wurde aus der Vertriebsdatenbank diese Daten geholt, etc. etc. Also einfach, damit man die volle Kontrolle darüber hat und immer weiß, was mit den Daten passiert, vor allem auch in Richtung Datenschutz. Sehr cool. Gut, also so viel zu unserer Demo. Ich hoffe, sie hat ein bisschen was gezeigt, wie man das sehr schnell eigentlich, also öfter oder schneller wie eigentlich gedacht oft. Also man hört oft in Gesprächen, das ist immer sehr mühevoll, diese Integration. Ja, stimmt schon. Aber ich glaube auch wirklich, dass man mit der richtigen Integrationsplattform das sehr, sehr schnell und sicher umsetzen kann. So, bevor wir zum Ende kommen, noch ein paar letzte Gedanken und zu Herausforderungen und Lösungen zu dem Thema. Es ist natürlich so, dass wir jetzt in der Demo gesehen haben, das Technische ist das eine, aber wir hören natürlich auch, es gibt auch viele operative andere Themen und Herausforderungen, um das Ganze zu integrieren, aber es gibt eigentlich immer Lösungen dazu. Also wir haben einerseits das Thema individuelle Systeme. Es ist natürlich so, dass in den Unternehmen sehr, sehr individuelle Applikationen laufen, die was oft in keine Schnittstelle zur Verfügung stehen, aber wie wir gerade gesehen haben, auch mit so Vertriebsdatenbankzugriff ist es möglich, da wirklich diese Konnektoren zu bauen mit einer intelligenten Integrationsplattform. Ein großes zweites wichtiges Thema, habe ich gerade angesprochen, ist das Thema Sicherheit. Da ist es einfach sehr, sehr wichtig oder fast unumgänglich, eine ordentliche Überwachungsplattform im Einsatz zu haben. Das heißt, dass man wirklich Usern die Möglichkeit gibt, dass sie hier entweder ist der Admin oder vielleicht sogar eine Person in der Fachabteilung das Ganze zu überwacht und immer sieht, was für Daten werden ausgetauscht, um ein bisschen die Compliance zu wahren. Rechter Zugriff ein großes Thema, das haben wir in der Demo ein bisschen übersprungen, weil so oft sehr die Konfigurationsarbeit auch auf den Plattformen ist, wie zum Beispiel auf Salesforce. Darum haben wir das vorab schon eingerichtet für diese Demo. Und aber auch hier einfach sehr, sehr wichtig, oder wir haben zumindest den Ansatz, dass wir sagen, okay, dieses Recht- und Zugriffssystem soll mitlaufen mit dem bestehenden. Wenn man zum Beispiel Microsoft Entra im Einsatz hat, dann soll doch auch der MCP-Server oder dieser Connector-Layer über diesen Microsoft Entra, also das ist dieses User-Management-System von Microsoft, laufen und daraus das alles sicher machen. Das heißt, dass praktisch auch diese Konnektoren jeweils immer über personalisierte User laufen oder bei Agenten vielleicht sogar mal über agentenspezifische User. Und zu guter Letzt natürlich das Datenschutzthema. Da sind wir wieder ein bisschen beim Überwachungsstack, einfach die volle Kontrolle darüber zu haben, wie der Datenfluss ist. Und gleichzeitig eben die Möglichkeit, wir haben jetzt sehr stark Microsoft Copilot angesehen, aber einfach auch gleichzeitig die Möglichkeit, dass man eben sehr schnell auch zwischen den Systemen wechseln kann, indem man standardisierte Lösungen benutzt. Das heißt, wenn man zum Beispiel den Konnektoren, was wir jetzt gebaut haben für Microsoft Copilot, kann man genauso gut benutzen in Cloud Code. Das ist jetzt mit MCP sehr, sehr gut, sehr, sehr gut vereinheitlicht. Ich kann aber auch meine Custom-Agenten draufsetzen. Das heißt, ich habe einfach durch den Datenschutz die Möglichkeit, für gewisse Agenten kann ich das benutzen, für gewisse Agenten möchte ich selber bei mir in-house hosten, möchte ein eigenes LLM aufsetzen, all diese Themen. Also es ist sehr gut integrierbar. Das bringt mich auch schon zum Ende von unserem heutigen Webinar. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Jetzt am Nachmittag eine kurze Lernbreak sozusagen im Arbeitsnachmittag einzulegen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und den Teilnehmern, wie gesagt, wenn es Fragen gibt, LinkedIn ist, glaube ich, ein bisschen verzögert. Wir werden schauen, dass wir das alles aufarbeiten. Kann auch nochmal kurz schauen. In dem Chat haben wir aktuell noch keine Fragen. Also wenn da was kommt, gerne. Wir sind noch ein bisschen hier. Und ansonsten hier auch meine Kontaktdaten jederzeit einfach melden, wenn es irgendwelche speziellen Themen gibt. Und wir würden mich auch sehr, sehr freuen über Feedback, über das nächste Webinar, wenn der Interesse hat, Themen etc. Von dem her wünsche ich euch sonst dann einen schönen Nachmittag noch.